NRW-Innenminister Herbert Reul wird heute auf dem Polizeitag in Düsseldorf die Messerattacke in Solingen versuchen aufzuarbeiten. Bei einer Rede will er die politischen, rechtlichen und polizeilichen Konsequenzen nach der Tat präsentieren. Außerdem wird die Polizei darauf aufmerksam machen, dass die Gewalt gegen Beamte in den letzten Jahren gestiegen ist. Deshalb will die Polizei Lösungen aufzeigen, wie Tatverdächtige frühzeitig identifiziert und potenzielle Straftäter abgeschreckt werden können. Und genau dort in Düsseldorf beim Landespolizeitag in Nordrhein-Westfalen ist Greta Wagner für uns. Greta, guten Morgen. Also NRW-Innenminister Herbert Reul, der ist ja auch mit dabei. Welche Konsequenzen zieht denn die Polizei nun ganz konkret aus dem Messerangriff von Solingen? Ich glaube, so ein bisschen als Überschrift könnte man islamistischen Terror bekämpfen heute nehmen. Und da gibt es einfach viele Dinge, die bei der Polizei unter anderem noch ausgebaut werden können. Und genau das wird heute hier auf dem Polizeitag den ganzen Tag besprochen. Unter anderem stehen natürlich noch andere Themen auf der Liste. Aber das ist natürlich eines der wichtigsten, die uns in den letzten Wochen bewegt haben. Und deshalb gibt es da auch erheblichen Redebedarf, auch bei der Polizei. Also islamistischen Terror bekämpfen. Da gibt es eben vieles, was verbessert werden kann. Zum einen sind es die Befugnisse der Polizei. Es geht ja darum, wie entsteht so ein Terror, wie radikalisieren sich diese Attentäter. Und das ist natürlich zum einen, wenn wir daran denken, in Hamburg die Demonstration, bei der ein Kalifat ausgerufen wurde und Polizisten einfach nur daneben stehen, nicht eingreifen können, weil sie einfach die Befugnisse nicht haben. Genau das ist ein großer Punkt, der heute hier angesprochen wird. Zum anderen ist es natürlich aber auch die Radikalisierung im Internet. Es war jetzt in Solingen ein Attentäter, der Syrer, 26 Jahre alt, der womöglich alleine gehandelt hatte. Und es gibt ja immer wieder die Hinweise, dass sich eben solche Täter gerade im Internet radikalisieren und dass dort einfach die Handhabe der Polizei und vor allem der Geheimdienste in Deutschland so gering ist, weil wir hier in Deutschland Datenschutz so hoch hängen. Und genau darum wird es heute auch gehen. Es wird wieder einmal, muss man ja leider sagen, gefordert, dass die deutschen Behörden da einfach mehr Rechte bekommen, mehr dürfen, um eben auch die Täter im Internet ausfindig zu machen, um nicht schon wieder auf Tipps aus dem Ausland angewiesen zu sein. Und da wird Herbert Reul noch einmal groß drauf pochen. Er hat ja schon in den letzten Wochen öfter gesagt, dass jetzt Schluss sei mit nur Quatschen, sondern dass jetzt ein Konsens vor allem in Berlin gefunden werden muss, um solche Attentate zu verhindern, damit man da einfach auch mit den deutschen Behörden eine größere Handhabe haben könnte. Was die politische Aufarbeitung angeht, da geht es heute auch noch einmal im Nordrhein-Westfälischen Landtag drum. Ministerin Josephine Paul muss sich dort im Integrationsausschuss verantworten, wieder einmal, denn von ihrer Behörde aus wurde vermutlich versäumt, den 26-jährigen Syrer abgeschoben zu haben. Solingen ist also längst nicht vergessen. Die Aufarbeitung und auch die Konsequenzen hat man weiter in der Politik im Blick. Greta, danke schön.